Jetzt wurde NIOs Untermarke mit dem Onvo L60 offiziell mit allen Infos vorgestellt. Und der hält dann doch noch ein paar Überraschungen bereit. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Mein letztes Video handelte schon vom L60, aber da die Daten noch nicht bekannt waren, kommt jetzt direkt das Update dazu. Denn am 15. Mai brachte NIO seine Marke für den Massenmarkt Onvo offiziell auf den Markt. Es ist unter der Marke NIO positioniert und konzentriert sich auf junge Familien. Onvo steht für En Voyage und der chinesische Name ist Ledao L60. Die unter dem neuen Sublabel Onvo vermarkteten Modelle sollen aus NIOs Sicht schon eher im knallharten Preiskampf auf den Massenmarkt mithalten können. Chinesische Fachmedien berichten bereits, dass NIO immerhin 20.000 Einheiten pro Monat vom Onvo L60 produzieren möchte. Dass das Modell demnächst wie andere NIO-Fahrzeuge nach Europa schwappt, ist ziemlich wahrscheinlich. Und hier soll es demnach auch die Möglichkeit für ein Batterieleasing geben. Damit könnte der Preis deutlich unter dem des Tesla Model Y sinken. Es ist wohl klar, dass NIO sich für ein skulpturales, aerodynamisches Aussehen entschieden hat, um Effizienz und Reichweite zu maximieren. Auf den Bildern können wir mit dem geteilten Scheinwerferdesign und dem geschlossenen Stil an der Vorderseite deutlich eine gewisse Familienähnlichkeit zwischen NIO und Onvo erkennen. NIO-Autos der zweiten Generation verfügen über eine sehr markante Reihe von Sensoren oben an der Windschutzscheibe. Bei Onvo scheint es nur hochauflösende Kameras zu geben, aber es gibt keine zentrale LiDAR-Einheit mehr. Was das mit dem fehlenden LiDAR auf sich hat, dazu gleich mehr. Die Seite des Onvo L60 zeigt, dass das Modell dem Coupé-SUV-Modell von NIO, dem EC6, in gewisser Weise ähnelt. Wir können weiter erkennen, dass der L60 versteckte Türgriffe, markante Leichtmetallfelgen und einen leicht nach oben gerichteten Spoiler hat. Im Inneren findet sich ein ähnliches zentrales Kontrollsystem wie im kommenden NIO ET9, betrieben durch einen Qualcomm Snapdragon 8295 Chip. Die Qualität des Interieurs soll fast auf dem Niveau der Hauptmarke NIO sein. Der Onvo L60 verfügt auch über einen Nvidia Orin X-Chip, der für 254 TOPS Rechenleistung sorgt. Aktuelle NIO-Modelle sind standardmäßig mit 4 Orin X-Chips ausgestattet, also insgesamt 1016 TOPS. Der L60 hat im Gegensatz zum vertikalen Bildschirm der NIO-Modelle einen horizontalen 17,2 Zoll Mittelbildschirm. Das Auto hat auch keine Armaturenanzeige mehr wie die NIO-Modelle, sondern behält das Head-Up-Display bei. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space, Nebula und Comic Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der Onvo L60 ist 4,82 Meter lang, 1,93 Meter breit und 1,61 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,95 Meter. Der CW-Wert beträgt 0,22. Der L60 wird in 3 Reichweitenvarianten erhältlich sein: 555 Kilometer, 730 Kilometer und 1000 plus Kilometer. Das Auto wird somit über 60, 90 und 150 Kilowattstunden Batteriepakete verfügen. Der L60 hat auch eine 900-Volt-Architektur, sodass man mit Super Fast Charging rechnen kann. Bei der offiziellen Markteinführung hat NIO ihn übrigens in so gut wie allen Aspekten stark mit dem Tesla Model Y verglichen. Der Energieverbrauch des Elektrofahrzeugs beträgt 12,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer unter CLTC-Bedingungen, was besser ist als der Verbrauch des Model Y von 12,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer unter denselben CLTC-Bedingungen. Das behauptet zumindest NIO. Für die Fahrdynamik gibt es vorne eine McPherson-Federung und hinten eine 5-Lenker-Einzelradaufhängung. Was ist eigentlich mit dem fehlenden LiDAR, fragt ihr euch? Naja, im Gegensatz zum assistierten Fahrsystem der NIO-Modelle, das Kameras und eine LiDAR-Lösung verwendet, entfernt der Onvo L60 den LiDAR aus der Mitte des Dachs, behält aber die Kameras auf beiden Seiten des Dachs bei.
Interessant ist, dass Onvo dem L60 ein 4D-Bildradar hinzugefügt hat, über das aktuelle NIO-Modelle nicht verfügen, was zu einer besseren Hinderniserkennung als die Kameras führt. Der Hersteller dieses 4D-Bildgebungsradars, des SFR2K, ist das lokale Startup SynPro, das im April 2023 eine Investition von NIO Capital erhielt. Der SFR2K werde Standard bei allen Modellen der NT 3.0-Plattform von NIO sein, sagte SynPro heute in einer Erklärung und fügte hinzu, dass neben dem Onvo L60 auch der NIO ET9 über diese Komponente verfügt. Die Auslieferung beginnt im September, der Vorverkauf startete am 15. Mai für 219.900 Yuan, das sind umgerechnet 28.000 Euro. An sich ist das auf dem chinesischen Markt schon ein recht guter Preis, aber zum Vergleich bietet Xiaomi seinen SO7 unter Wert für denselben Preis an. Ihr könnt mir unter das Video schreiben, was ihr davon haltet und was ihr denkt, wie viel der bei uns kosten könnte. Wie würde euch der Onvo L60 gefallen? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem TikTok- und Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!